Im Rahmen der Videoreihe Warum der Spitz ist, wie er ist, wollen wir uns heute mit der Geschichte des deutschen Spitzes im 20. Jahrhundert beschäftigen. Das letzte Jahrhundert spielte für die Entwicklung der Spitzzucht eine entscheidende Rolle. Und ohne das Wissen über das, was da ablief, kann man die aktuelle Situation des Spitzes kaum verstehen. Los geht's! Jahrhundertelang wurde der Spitz auf den Bauernhöfen vorwiegend für den eigenen Bedarf gezüchtet. Erst ab dem 19. Jahrhundert bildeten sich dann mehr und mehr Hundevereine und eben auch Spitzzuchtvereine. 1899 wurde schließlich der Verein für Deutsche Spitze gegründet. Neben ihm gab es zu dieser Zeit noch 6 weitere Spitzvereine. Im Gegensatz zu den großen Spitzen wurden die kleinen Spitze damals in Schoßhundvereinen gezüchtet. Was man daran erkennt ist, dass hier bereits die Abgrenzung der kleinen Spitze von den großen Spitzen begann. Die kleinen waren nur noch Schoßhunde, während die großen Spitze weiterhin auch als Gebrauchshunde geführt wurden. In all diesen Vereinen züchtete man den deutschen Spitz damals in nur 3 Varietäten: großer Spitz, kleiner Spitz und Wolfsspitz. Zu dieser Zeit wurden alle Varietäten miteinander verpaart und auch von den Fellfarben her war alles erlaubt. Selbst Wolfsspitze gab es früher nicht nur in Grau, sondern beispielsweise auch in Braun gewolbt. 1902 schob man da einen Riegel vor, seitdem gibt es nur noch den Wolfsspitz, Farbe Grau. 1922 wurden die kleinen Spitze, die damals Zwergspitz hießen, in Kleinspitz umbenannt. Gründe unbekannt. Vielleicht gefiel ja der Name nicht mehr, denn im Begriff Zwerg schwingt ja durchaus etwas Negatives mit. Im Jahre 1939 wurde der Wolfsspitz in Deutschland offiziell als Diensthund anerkannt. Somit durfte er beispielsweise zum Polizeihund ausgebildet werden. Der Zweite Weltkrieg hielt Einzug und legte das Zuchtgeschehen komplett lahm. Die Zeit bis zur Währungsreform 1948 war geprägt vom Kampf ums nackte Überleben. Aber obwohl man nichts zu essen hatte und Zigaretten die einzig stabile Währung waren, wurden Spitze gezüchtet, als gäbe es kein Morgen. Dahinter steckte allerdings eine schiere Überlebensstrategie. Denn Spitzwelpen waren ein begehrtes Tauschobjekt für die Städter während ihrer Hamstertouren aufs Land. Da rumpelte man schon mal mit einem Bollerwagen voller Spitzwelpen zu den Bauern, denn die hatten Lebensmittel und benötigten zur Bewachung selbiger dringend scharfe Wachhunde. Während sich die Kleinspitz- und die Wolfsspitzpopulationen recht schnell von den Kriegswirren erholten, kam die Großspitzzucht so gar nicht in Schwung. Man hatte nach dem Krieg so wenige Tiere, dass im Prinzip nur noch hochgradig inzüchtig verpaart werden konnte. Das klingt jetzt so, als ob es jetzt deutschlandweit keine Großspitze mehr gegeben hätte. Diese Aussage gilt aber nur für die Vereinsspitze. Auf den Bauernhöfen gab es zu dieser Zeit noch mehr als genug Spitze, nur eben ohne Papiere. Diese Spitze übersah man seitens des Vereins aber tunlichst. Und es wird noch wilder. Der Spitzverein schloss 1947 das Zuchtbuch, sodass deutsche Spitze ohne Papiere vom Zuchtgeschehen im Verein komplett ausgeschlossen wurden. Selbst Spitze, deren Ahntafeln in den Kriegswirren verloren gegangen waren, hatten damit keine Chance mehr, wieder in den Verein aufgenommen zu werden. Die Population der weißen Großspitze erholte sich dann aber doch noch ganz gut, wenn auch mit etwas verändertem Aussehen und einem geradezu erstaunlichen Größenwachstum. Einer dieser Großspitze wurde einmal auf einer internationalen Show mit einer an Disqualifikation grenzenden Wertnote aus dem Ring entlassen. Begründung: Bei dem Tier, dem damaligen Weltsieger, würde es sich nicht um einen Großspitz, sondern um einen Samoyeden-Mischling handeln. Man war vereinsseitig natürlich empört. Im Jahre 1958 beschloss der Verein für Deutsche Spitze die Einführung der Farbreinzucht. Das heißt, die Verpaarung von Tieren mit verschiedenen Fellfarben wurde verboten. Erlaubt war also beispielsweise nur noch Weiß mit Weiß, Schwarz mit Schwarz etc. Bis auf eine Ausnahme. Die Verpaarung schwarzer Großspitze mit Wolfsspitzen blieb weiterhin erlaubt. Auch fiel die Bezeichnung andersfarbig weg, womit gescheckte Spitze de facto von der Zucht ausgeschlossen wurden. Für alle Spitzvarietäten waren nur noch die Farben Schwarz, Weiß, Braun, Grau und Orange zulässig. Im Jahre 1961 startete der Hessische Landesjagdverband seine sogenannte Wolfsspitz-Aktion. Im Rahmen dieser Aktion züchteten mehrere deutsche Landesjagdverbände den Wolfsspitz und den schwarzen Großspitz in eigenen Zwingern, zum Beispiel im Zwinger Hessen oder im Zwinger von Wolmersdorf. Ziel dieser Aktion war es, den großen Spitz wieder als nicht jagenden Haus- und Hofhund zu etablieren und somit das massive Wildern ungeeigneter Wachhunde, diese waren damals oftmals Schäferhund-Mischlinge, in den Griff zu bekommen. Eine derartige Aktion gab es schon einmal in den 30er Jahren, der jedoch der Krieg einen Strich durch die Rechnung machte. Ab 1965 fiel dann auch die eine Ausnahme weg. Wolfsspitze und Großspitze durften nun nicht mehr miteinander verpaart werden. Im Jahre 1969 erfolgte nach jahrelangem Hickhack die Einführung der Varietät Mittelspitz. Die Mittelspitze sind damals ausschließlich aus übergroßen Kleinspitzen entstanden. Zu kleine Groß- und Wolfsspitze waren vom Zuchtgeschehen der Mittelspitze ausgeschlossen. Zwischen 1969 und 1979 wurde der deutsche Spitz zum Schoßhund degradiert. Und das kam so.
Für das Ausstellungsreglement der FCI sollte eine Rassen- und Gruppeneinteilung des Spitzes eingereicht werden. Also entschied der Vorstand vom Spitzverein im Jahre 1969 auf eigene Faust, den deutschen Spitz zukünftig bei den Begleit- und Schoßhunden unterzubringen. Also bei den Bolognesern, Maltesern und Möpsen. Da bis dahin nicht wenige große Spitze auch im Wach- und Schutzdienst arbeiteten, führte dieses eigenmächtige Vorgehen zu massiven Widersprüchen seitens der Züchter. Woraufhin der Spitz wieder bei den Wachhunden landete. Und dann wieder bei den Schoßhündchen. Bei den Wachhunden und schließlich endgültig bei den Schoßhündchen. Warum ist das jetzt so wild? Weil es ein weiterer Sargnagel für den großen Spitz war, da sich weder die Polizei noch andere Wach- und Schutzdienste durch den Einsatz von Schoßhündchen zum Horst machen wollten, fiel dadurch ein großer Teil potenzieller Käufer für große Spitze weg. So forderte beispielsweise die Bundeswehr noch 1971 Wolfsspitze als Diensthunde an. Dieser Drops war mit dem Etikett Schoßhund auf dem Wolfsspitz natürlich gelutscht. Gab es bisher immer nur den einen kleinen Spitz, so wurde 1974 der Zwergspitz zusätzlich zum Kleinspitz eingeführt. Man hat also den kleinen Spitz erstmalig in seiner Geschichte in 2 Varietäten aufgespalten. Warum das? Nun, der Grund dafür lag darin, dass man die aus dem Ausland nach Deutschland importierten Pomeranians nicht der Konkurrenz, dem Verband der Kleinhundezüchter, überlassen wollte, sondern dass man die Poms im Verein für Deutsche Spitze selbst betreuen wollte. So wurde eigens für die ausländischen Pomeranians der alte Zwergspitz als Varietät wieder ins Leben gerufen. Begeistert war man von dem, was da aus dem Ausland kam, allerdings nicht wirklich, da sich die Pomeranians doch sehr deutlich vom kleinen Spitz aus deutscher Zucht unterschieden. Auch hatte man von Vereinsseite aus den begründeten Verdacht, dass im Ausland Pekinesen und Chihuahuas in den Pom eingekreuzt worden waren. 1974 wurde die Verpaarung verschiedener Größenschläge beim Spitz verboten, also durften beispielsweise Mittelspitz und Großspitz nicht mehr verpaart werden. 1990 wurde der erste in Deutschland gezüchtete Japanspitz geboren. Der Japanspitz oder auch der japanische Großspitz, wie er früher genannt wurde, wird ebenfalls vom Verein für Deutsche Spitze betreut und sieht dem deutschen Spitz erstaunlich ähnlich. Apropos, deutsche Spitze wurden übrigens um 1970 herum in einem solchen Ausmaß nach Japan exportiert, dass der Vorstand des Vereins für Deutsche Spitze sogar Empfehlungen dazu herausgab, welchen Dienstleister man für den Export nach Japan wählen sollte. Das nur mal so am Rande. 1994 wurde dann der ausländische Käshond mit in den Wolfspitz-Standard eingebunden. Und das kam so. Der Käshond sollte auf Initiative einiger skandinavischer Züchter als eigene Rasse neben dem Wolfspitz bei der FCI geführt werden. Daraufhin wurde der Verein für Deutsche Spitze von der FCI beauftragt, den Käshond irgendwie mit in den deutschen Standard zu quetschen. Wie schon beim Pomeranian war man im Verein zu Beginn nicht sonderlich begeistert von den Käshonden, da man diese damals als reine Showhunde betrachtete. Um den Käshond im Wolfspitz-Standard unterbringen zu können, wurde unter anderem die Größenobergrenze für den Wolfspitz geändert. Dieser durfte nun nur noch maximal 55 cm groß sein, während zuvor bis zu 60 cm erlaubt waren. Im Jahre 2002 wurden aus den USA 2 American Eskimo Dog Hündinnen importiert, vom Verein für Deutsche Spitze zur Zucht zugelassen und in den Großspitz eingekreuzt. Problematisch daran war, dass die beiden Hündinnen trotz Protests 1:1 und ohne Auflagen zum Großspitz umgeschrieben worden sind. Es gab weder differenzierte gesundheitliche Untersuchungen für die Hündin, noch wurde das Einkreuzen des American Eskimo Dog gekennzeichnet oder gar nach allgemein anerkannten kynologischen Grundsätzen durchgeführt. 2003 wurden der Großspitz und der Mittelspitz von der GEH, das ist die Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen, in die rote Liste aufgenommen, als extrem bzw. stark gefährdete Hunderassen. Ebenfalls 2003 fiel nach langem Kampf erstmalig seit der Trennung der Farben im Jahre 1958 ein Wurf Großspitze mit weißer Mutter und schwarzem Vater. Grundsätzlich darf seit 2019 im Verein für Deutsche Spitze mehr und mehr farbübergreifend und auch varietätenübergreifend verpaart werden. So, an dieser Stelle endet mein Vortrag. Viele Geschehnisse konnte ich aus Zeitmangel leider nur anreißen. Wer sich gern eingehender mit der Geschichte des Spitzes beschäftigen möchte, findet die entsprechenden Verlinkungen in der Videobeschreibung. Ansonsten möchte ich mich herzlich fürs Zuschauen bedanken. Wir sehen uns hier wieder beim nächsten Teil, wenn wir über Wesen und Charakter des Spitzes sprechen. Bis dann, macht's gut!